Mein Name ist Silvan Klautrath. Ich bin quer durch Deutschland gereist, um mich mit den spannendsten Führungspersönlichkeiten auf einen Kaffee zu treffen. Heute bei Culture Café Olaf Koch, der CEO der Metro-Gruppe. Du kennst ja bestimmt den Heureka-Moment, im Englischen Epiphany, wo man irgendwie sowas entdeckt. Kannst du sagen, ob es bei dir mal so einen Heureka-Moment als Manager gab, wo du sagst, jetzt habe ich endlich verstanden, wie ich etwas Bestimmtes richtig mache? Hattest du sowas mal? Mehrere. Also ich denke, die Momente sind sehr unterschiedlicher Prägung, aber hier bei Metro war es dieser Moment, wo wir für uns nochmal wieder erkannt haben, dass wir uns auf diesen Kunden einlassen können, einlassen müssen, aber dass wir auch alle Voraussetzungen haben, uns vom Wettbewerb da zu differenzieren. Das war 2013. Also dieses Champion for Independent Business, als wir das hatten, das war so ein Moment, wo man merkte, wow, okay, ist eigentlich so einfach. Das hat so Zuversicht einfach gebaut wahrscheinlich irgendwie, ne? Ja, und das hat im Kollektiv der Führungskräfte überall Klick gemacht. Du konntest es richtig sehen. Also wie die Leute sagen, ja, genau. Das ist es. Das war's. Und dann haben wir auch gemerkt, aber das heißt ja auch, wir müssen es jetzt lokal machen. Wir müssen die Strategien eben nicht aus der Zentrale definieren, sondern pro Land. War ein cooler Moment. Wir haben dann aber gemerkt, das ist langsam. Das dauert. Und warum dauert das so? Und dann hatte ich mal so ein Gespräch mit dem Landeschef und dann sagte der, naja, weil mir die Zentrale das vorgibt und das darf ich nicht machen, das darf ich nicht machen. Ich sage, okay, wie wär's denn, wenn du bis auf ein paar Parameter machen dürftest, was du meinst, machen zu müssen? Und die paar Parameter sind zum Beispiel Qualität, Marke, Compliance etc. Und dann sagte er, ja, das wäre schon was anderes. Dann haben wir uns hingesetzt im Management-Team, im Top-Management-Team und haben eine Aufgabe gestellt und haben gesagt, wo ist der Schwerpunkt, wo sollte die Gravität sein? Center of Gravity. Bei Strategie der Gruppe, bei Wertschöpfung, bei Synergien etc. Bei Wertschöpfung, konsistente Meinung von allen war lokal. Weil Großhandel ist lokal. Der Moment in dem Top-Management-Team, der war unglaublich. Weil vorher war immer so diese Suggestion, wir gehen das hier vom Center vor. Ne? Wir machen die Formate, wir machen die Konditionen. Und aus dem Moment haben wir dann ein neues Steuerungsmodell entwickelt, ein neues Operating Model, in dem wir praktisch bis dahin hießen die Managing Directors in den Ländern, dann am Ende gesagt haben, hier ist der Schlüssel. Du bist jetzt CEO, du bist Chief Executive Officer. Und du bist jetzt nicht nur in der Lage, das zu tun, du kriegst von uns auch alle Unterstützung, das Geschäft so zu entwickeln, dass es das maximale Potenzial ausschöpft. Und komm nicht und sag mir, die Zentrale hat gesagt, ich darf nicht. Weil du darfst jetzt. Du darfst die Marke nicht verändern, du kannst bei der Qualität keine Kompromisse machen. Wir machen die Compliance und Financial Reporting, so wie sich das gehört. Aber beim Sortiment, beim Format, beim Marketing, bei der Innovation, legt los. Und das war extrem stark. Wie hat Spider-Man schon gesagt, mit großer Kraft kommt große Verantwortung. Dann hatten sie die auf einmal. Ja. Wenn ich mal so überlege, was der Zuschauer jetzt vielleicht ja nicht in so einer riesen Organisation arbeitet, wie ihr, so sich abgucken kann, was Sachen sind, die gut funktioniert haben. Gibt es bestimmte Methoden oder Hilfsmittel, die ihr vielleicht auch erst kürzlich entdeckt habt, die vielleicht irgendwie kopierbar sind? Also was wir immer noch lernen, aber ich glaube heute schon um Dimensionen besser machen als 2012, ist Kommunikation. Und gerade in unserem Geschäft, was so maßgeblich vom Erfolgsfaktor Mensch abhängt, ist Kommunikation das A und O. Das heißt, wir machen sehr viele Townhalls, wir machen Meetups, wir suchen die Leute auf allen Ebenen der Hierarchie. Und dabei ist meine Erfahrung auch, dass je mehr ich das kombinieren kann mit Bildern, umso stärker. Bei uns natürlich noch stärker, weil unsere Kunden sind unglaublich inspirierend, weil die arbeiten ja mit unglaublicher Leidenschaft in der Gastronomie, im unabhängigen Handel. Die kämpfen 7 Tage die Woche, um andere Kunden glücklich zu machen. Und die Identifikation mit den Bildern ist stark. Und wir haben dann gemerkt, wenn du das noch kombinierst mit Bewegbildern und Musik und dann idealerweise noch Musik, die zu uns passt, die nur für uns da ist, dann geht's ab wie Rakete. Also wir haben einen Song, der heißt Color of Liberty, die Farbe der Freiheit, in dem wir praktisch die Freiheit unserer Kunden feiern. Und der gesamte Text ist ausgerichtet auf dem, wie unsere Kunden arbeiten und wie wir als Metro uns verpflichten, denen zu helfen. Und den Chorus haben unsere Leute gesungen und performt international. Also in 24 Ländern, an Hunderten von Standorten haben die Leute getanzt und gesungen.
Kannst du dir auf YouTube anschauen, Color of Liberty. Okay. Und das war so ein Moment, wo das fertig war und wir das den Leuten gezeigt haben, wo manche echt Tränen in den Augen hatten. Und da merkst du, das macht nicht nur hier Klick, das wummert im Herzen. Ich meine, ist ja vielleicht auch das, was momentan sowieso passiert, dass du Influencer bist, entweder indem du ein YouTube-Star bist oder in einem Unternehmen bist du natürlich auch als Führungskraft am Ende ein Influencer. So habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber oder? Okay. Eigentlich, Ja. du musst ja auch eine Message irgendwie an Leute transportieren, die du vielleicht nie persönlich triffst. So irgendwie, ne? Das heißt, du musst diese ganzen Medien irgendwie nutzen und dieses Skillset aufzubauen oder sich vielleicht auch damit überhaupt komfortabel das in Ordnung zu finden, dass man etwas produziert, was dann erstmal da ist. Und das kann sich ja einer dann immer angucken. Ja. Das ist wahrscheinlich komisch, ne? Also, es geht auch nur über Schritte. Ne? Also wir haben uns mit dem Thema Schritt für Schritt beschäftigt und dann immer eine Stufe weiter. Am Anfang haben wir ganz konventionelle Musik genommen und haben dazu Bilder kombiniert. Dann haben wir Bilder von unseren Kunden gemacht, Videos. Es gibt ein Video von Take My Hand. Das ist eigentlich eine Liebesgeschichte, wo immer der Partner den anderen Partner mit der Hand wohin führt. Da haben wir Videos gemacht mit Kunden, die unsere Leute zum Beispiel in den Laden bringen, die Musik dazu gemacht. War ein mega Event für unsere Leute. Und dann haben wir am Ende noch einen draufgelegt mit diesem Song, der nur für uns ist. Und ich glaube, wenn du es zu schnell, zu groß, zu bombastisch machst, dann hat es keine Glaubwürdigkeit. Es geht nur, wenn es dann auch über Stufen geht. Weil so eine Organisation muss sich für sowas auch öffnen. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, das erste Mal, wo die Leute gebeten haben, ey, schickt mal Videos und macht da mit, das war 2014. Da hatte ich nach einer Woche 10 Videos. Dann sage ich so, was ist denn los? Ja? Und du hast richtig gemerkt, die Leute wussten nicht, was macht man jetzt damit? Ne? Blamiere ich mich jetzt? Wenn ich jetzt da was reinschicke, was total blöd ist, sehe ich halt total deppert aus, hat das Konsequenzen auf meine Karriere? Und ich dann gesagt habe, ehrlicherweise so schräg wie möglich, weil das ist doch nur für uns und das ist doch toll, wenn wir dann auch da uns offen zeigen. Und offen sich zu zeigen, macht einen natürlich angreifbar oder auch vielleicht verletzbar, aber auch das erzeugt wieder Kraft. Und wenn ich mir vorstelle, dann macht man diesen Videoclip und so wie du das gerade beschreibst, hat das ja irgendwie euch Spaß gemacht, aber es gibt bestimmt auch irgendwie zig Leute in der Organisation, die sagen, oh, was ist das für ein Quatsch jetzt wieder, jetzt irgendwas vom Headquarter, wir feiern uns selbst oder was auch immer. Also die Stimmen hat man ja dann. Wie misst man sowas eigentlich? Wie weißt du denn, dass deine Unternehmenskultur gerade sich positiv entwickelt und dass das, was du tust, funktioniert? Ja, also bei dem Ding, was wir gerade besprochen haben, hätte ich die Sorge nicht, dass da allzu viele Leute zynisch rumgelaufen sind und gesagt haben, oh, um Gottes Willen, weil wir es ja schon ein paar Mal getan haben und wie es nachher dann genutzt wurde und wie die Leute das heute einsetzen, zeigt mir, die haben sich voll damit identifiziert, bis dass wir auf Townhall-Meetings dann erleben, dass sie diesen Refrain dann einfach anfangen zu singen. Aber wie messen wir das? Wir haben 2011 angefangen mit Aon Hewitt Employee Engagement zu messen. Wir waren damals auf einem ziemlich niedrigen Niveau, eben bei diesen 62. Heute sind wir bei den 75 angekommen. Früher haben wir das einmal im Jahr gemessen. Heute messen wir es einmal im Quartal. Da meinten mancher, das ist ein bisschen viel. Ich finde es aber wichtig und richtig und wir merken auch, es gibt Volatilität. Also es ist nicht so, dass die Leute einfach nur sagen, komm, ich fülle aus und weg damit, weil schaut sich eh keiner an. Nee, also es zeigt sich auch, dass je nach Situation, in dem sich auch so ein Geschäft in so einem Land befindet oder auch hier in der Zentrale, dass dann Dinge adressiert werden, auf die wir auch eingehen können. Also wir wollen uns dem stellen, wir wollen so gut es geht es messen. Natürlich ist so eine Befragung immer nur so gut, wie sie ausgewertet wird und dann auch nachgehalten wird. Aber toi, 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 ich glaube aktuell haben wir dann eine relativ gute Transparenz. Ich erlebe immer wieder, wenn ich mit Leuten über Engagement oder Employee NPS oder ähnliches spreche, dass sie dann sagen, oh nee, es läuft gerade nicht gut. Wir wissen auch, dass die Leute es kacke finden. Jetzt müssen wir die auch nicht fragen, weil dann finden die das doof, dass sie jetzt auch noch gefragt werden. Und wir können doch eh gerade nichts verändern, dann fragen wir lieber nicht. Irgendwie fühlt sich das falsch an, oder? Man kann immer was verändern. Also ich glaube, das ist eine ganz faule Ausrede und so ein Totschlägerargument. Also und bei ENPS, wir nennen es das Metro Voice, dieses Employee Index und ENPS, gibt es Dinge, die einfach im unmittelbaren Umfeld die Leute stören. Das können Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz sein, das kann
eine Art und Weise, wie sie sich behandelt fühlen von der Personalabteilung sein. Das sind Dinge, die man konkret aufgreifen kann und verändern kann. Ist ja beim NPS genau das Gleiche. Ne? Wenn wir heute ein NPS machen, dann kriegen wir vom Kunden kristallklar artikuliert, was im Store nicht gut läuft, was in der Zustellung nicht gut läuft. Aber es gibt auch Dinge, die zum Beispiel das Sortiment betreffen, wo die Zentrale letztendlich sich dann einbringen muss. Und wenn dann einer im Store sagt, ja, aber NPS brauche ich nicht machen, weil ist ja alles die Zentrale. Das ist genauso Blödsinn, wie wenn der in der Zentrale sagt, ja, NPS müssen wir, ne? Das ist alles Store. Manchmal traut man sich einfach nur nicht, die Antwort zu hören, ne? Weil dann müsste man ja zuhören. Ja, und ich glaube, das liegt auch in der Natur des Menschen, dass wir Konflikten eigentlich eher gerne aus dem Weg gehen würden, wobei wir eigentlich Konflikte feiern müssten. Also das sage ich nicht, lass uns jetzt jeden Tag die Augen auskratzen und uns schlagen und das ist der Konflikt, den wir wollen. Aber der Konflikt im Sinne von, es geht besser. So wie es jetzt ist es noch nicht gut genug. Das ist der gesunde Konflikt und da den Leuten auch das gute Gefühl dabei zu geben, dass das eine Stärke ist und keine Schwäche, daran arbeiten wir auch permanent und da haben wir auch noch viel Luft nach oben. Aber es gibt ja die Schumpetersche Zerstörung, also dass irgendetwas, was war, muss erstmal kaputt gehen, damit was Neues, Besseres gegebenenfalls da auch entstehen kann und deswegen muss man natürlich zuhören. Wenn ich wieder an Verbesserungen denke, wo kriegst du eigentlich Inspiration her? Also gibt es bestimmte Leute in Social Media, denen du folgst? Gibt es bestimmte Blogs, die du liest? Wenn die Zuschauer mal irgendwas Spannendes auch als Inspiration wollen, was würdest du empfehlen? Na, ich bin ein Pendler. Also ich fahre Anfang der Woche 4 Stunden und Ende der Woche 4 Stunden. Und es ist mir immer eine Freude, vorher mir meine Playlist am Podcast zusammenzustellen. Und dann höre ich 4 Stunden über Politik, Geschichte, Wirtschaft, Religion. Konkretes Beispiel, irgendein Lieblingspodcast oder so? Also Freakonomics ist für mich ein unglaublich starker. Ja. Der das Buch ist cool, oder? Themen auf eine ganz schräge Art und Weise. Aber du hörst da 50 Minuten zu und sagst danach immer wieder, boah, was habe ich da wieder gelernt. Also, und das macht mir unglaublich viel Spaß. So lerne ich viel dazu und manches hat nichts mit dem Geschäft zu tun, interessiert mich einfach nur privat und so versuche ich meinen Horizont immer ein bisschen zu erweitern. Und bei Büchern, irgendwie letzte Zeit ein geiles Buch gelesen, was du weiterempfehlen würdest? Ja, die kurze Geschichte der Menschheit ist ein Top-Buch, kann ich nur empfehlen. Was fandest du besonders cool daran? Warum würdest du es weiterempfehlen? Weil es eben so abstrakt reflektiert, wie wir uns als Zivilisation verändert haben und wie sich die Wertemodelle verschieben. Und ich glaube, das ist etwas, was gut ist, einfach mal darüber nachzudenken. Super, vielen Dank für deine Zeit, Olaf. Hat Spaß gemacht und wir sehen uns bestimmt bald wieder. Sehr gerne. Danke dir. Super.